Genau, und das können wir auch nächste Woche filmen. Der wird auch Donnerstag ausgeliefert. Müssen wir, oh, so viele Videos noch zu tun. Wie mache ich da bloß meine ganze normale Arbeit irgendwann, wenn wir immer nur Videos für YouTube machen, damit wir schöne Sachen zeigen können? So wie in diesem Video ein Pössl Road Cruiser Revolution. Und zwar wird das ein bisschen zerstückeltes Video, weil wir gehen da mal gemeinsam hin, weil wir verschiedene Sachen vorhaben. Wir haben nämlich immer mal wieder die Situation, dass Leute uns gefragt haben, du, pass auf, wie geht denn das eigentlich, wenn ich am Innenraum ein bisschen was ändern will, weil mir zu viel Holz, zu wenig Holz oder sonstiges ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, welches Auto blinkt, wenn der an ist, weil wir das erste Mal ein Auto im Innenraum folieren, weil wir bei Pössl, bei den D-Line Autos, wo der Road Cruiser Revolution, der schicke graue, auf dem wir da zulaufen hoffentlich, genau, einfach verschiedene Dekore hat. Es gibt das normale Holzdekor Basic, das ist da jetzt drin, und es gibt Holzdekor Elegance. Da blenden wir euch nachher was mit ein. Die Kunden wollten unbedingt diesen Grundriss, waren aber mit beiden Holzlösungen nicht 100% einverstanden. Und jetzt haben wir das so gemacht, haben das Auto in dem Basic Dekor, dann ist es durchgehend Holz bestellt und lassen jetzt jemanden kommen, der uns das mit Möbelfolie aus dem Küchenbereich etwas anders macht. Und damit ihr eine Idee habt, wie das Ganze jetzt aussieht, habe ich gedacht, wir fangen das Video heute an. Das heißt, eigentlich haben wir 3 Teile. Heute gucken wir uns das unfoliert an, dann gucken wir es uns einmal foliert an, und wenn dann wir fertig sind mit den Umbauten, gucken wir uns das ganze Auto nochmal an. Also, kommt mal einfach mit rein und dann gucken wir mal. Über den Grundriss und alles andere, das erkläre ich, bleibt mal am besten draußen, dann kann ich ein bisschen mehr zeigen, was für Flächen wir haben. Wenn man hier reinguckt, haben wir verhältnismäßig viel Fläche. Wenn ihr das Auto in Elegance bestellt, dann ist das hier, das meist sind die ganzen Korpusse grau und die Klappen weiß glänzend. Aber das war auch nicht so 100% die Lösung, die den Kunden gefallen hat. Und jetzt machen wir es so, dass wir dieses Zweifarbkonzept im Prinzip imitieren, aber das normale Holzdekor nehmen und alles, was ihr hier mit roten Punkten seht, nochmal mit einer anderen Farbe absetzen. Ich bin selber wahnsinnig gespannt, wie das wird. Aber weil, wenn ich gucke, ist das hier, sehe ich viele rote Punkte. Hier unten, hier an der Seite, hier der große Steher, die Klappe vorne, das, was ihr jetzt nicht sehen könnt, hier und auch hinten rum. Und ich glaube, dass das Auto einen Quantensprung macht im Design, wenn das fertig ist. Und deswegen guckt ihr euch jetzt einmal an, wie das Auto vorher aussieht. Und dann gucken wir uns gemeinsam das Ergebnis an. So, weiter geht's im Text. Wir haben vor ein paar Wochen angefangen, das, was ihr eben gerade gesehen habt. Ihr habt ein paar Eindrücke von dem Auto so bekommen. Was ich nicht mehr genau weiß, weil es noch kalt war, als wir es gemacht haben, ist, ob wir von außen das Dekor noch mal gefilmt haben. Wenn nicht, blenden wir jetzt einfach euch 2, 3 Bilder von einem Road Cruiser Revolution ein, dass ihr eine Idee bekommt. Komm, wir gucken mal, gehen mal auf die Seite, weil das ist die Perspektive, die für euch jetzt relevant ist. Pössl hat ja eigentlich ein relativ einfaches Design mit so ein paar Klebchen drauf und drüber. Das war hier auch, und da das bei dem Lanzarote Grau mit dem weißen Pössl-Dekor so nicht ganz optimal harmoniert hat, so sagen wir das einfach mal, haben wir uns dann entschieden, wir nehmen das Dekor komplett runter. Also es ist ja immer Kundenwunsch letztendlich, nicht haben wir uns entschieden, sondern haben die Kunden sich entschieden, das Dekor komplett runterzunehmen. Und wir haben dann versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Wir haben nämlich jetzt hier den Dreifachzwitter.
Wir haben die Höhe eines Lastrada. Wir haben das Dekor von der Grundidee eines Westfalia und vorne wieder von Lastrada. Und unterm Strich am Ende des Tages von innen einen supergeilen Pössl Road Cruiser Revolution. Das, was wir gemacht haben, ist wirklich einfach nur Dekor runter. Das dauert zwar lange, ist aber nervig, könnt ihr theoretisch auch selber machen. Und dann haben wir mit so einer mit der schwarzen Linie, ich finde, dass das gerade bei so einem dunkelgrauen Auto, ich meine, da steht ein Westfalia Columbus als Inspirationsgeber, ich finde, dass das dem Auto wahnsinnig gut steht. Und wenn wir von hinten noch mal mit drauf gucken, ist es tatsächlich auch hier so, dass wir auch hier den Streifen einmal mit haben. Das bei den Rahmenfenstern immer nicht ganz einfach, weil wir nichts haben, wo der Folierer nichts hat, wo er hinterfolieren kann. Aber ich finde, das ist hier hervorragend gelungen und in der Kombination mit den vielen Anbauteilen des Maxi-Chassis, mit den schwarzen Schlössern, die wir dran gemacht haben, wenn du noch mal hier mit rumkommst, mit der Markise von Fiamma oben in schwarz drauf, haben wir unterm Strich so viele Schwarz-Grau-Details, dass das Ganze, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert und das Auto, obwohl das gar nicht so ein großer Aufwand ist, wahnsinnig gewonnen hat. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Das ist ja der eine Part, den wir foliert haben. Der zweite Part, den wir foliert haben, auch nicht wir, sondern den die Kunden haben folieren lassen, ist der Innenbereich. Und da hüpfen wir jetzt auch noch mal rein. Achso, natürlich haben wir die Schiene hier mit foliert. Das muss man ja, wenn der Rest schwarz ist, definitiv auch machen. Und haben dann, und da lasse ich jetzt einfach mal euch den Blick wirken, schaut rein, schaut, wie das Ganze gewachsen ist und dann gucken wir noch mal gemeinsam durch. So, und Ergebnis gefällt. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Holzüberlast, die hier teilweise, gerade weil das Auto so hoch ist, drin gewesen ist, total entspannt ist, weil wir ja eigentlich die Designideen, die Pössl mit dem Elegance-Dekor genommen hat, auch ein bisschen übernommen haben. Das heißt einfach die ganzen Schrankklappen, ich weiß nicht, ob man es von hier sehen kann, bis nach hinten durch, alles mit so einer richtig robusten Folie überzogen sind. Das hat auch eine ganz raue, also auch eine andere Haptik als das restliche Holz. Und so ist auf jeden Fall das Ganze total aufgebrochen. Und ich finde mit so einem das ist kein ganz klares Reihenweiß, sondern so ein bisschen, ja, so ein Eierschalenweiß würde ich es einfach mal nennen. Das finde ich passt hervorragend zu dem Holz. Das kann man natürlich mit den Schrankklappen so hervorragend machen. Ist ja bei einer Folierung immer eine Art Kompromiss. Die Folierer sagen einem ganz vorsichtig, das hält so und so lange. Wir werden es in der Praxis sehen. Die Erfahrungswerte im Wohnmobil fehlen uns hier komplett. Aber gerade wenn man sagt, ich will unbedingt dieses Auto, mir gefällt das eine Holz nicht, mir gefällt das andere Holz nicht, dann mag das für den einen oder anderen auf jeden Fall die Lösung sein, das Ganze ein bisschen aufzulockern und nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könntet auch jede Farbe in einem anderen Design haben und so ein Harlequin-Auto draus machen. Grundsätzlich ist der Road Cruiser Revolution halt ein mega cooles Auto, weil das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Nehmt mich als Beispiel, 1,92 Meter, hier oben ist richtig viel Raum. Wir haben Stauraum ohne Ende, wir haben die Fächer, wir haben über euch ein riesengroßes Fach, wir haben eine riesengroße Sitzgruppe, wir haben den ganz klassischen Pössl Küchenblock und auch hier letztendlich mit den großen Flächen, die sind nochmal alles deutlich aufgelockert und dass man sich hier ganz konsequent entschieden hat, die Staufächer oder die Stauklappen zu folieren, finde ich auf jeden Fall eine super elegante und geschickte Lösung, weil gerade wenn ihr jetzt hier mit nach hinten kommt, oder ich glaube, ihr bleibt mal da und ich komme von hinten mit rum. Gerade wenn man nach hinten einfach den Blick aufs Bett genießt und dadurch, dass das diese ganzen längs gezogenen Flächen sind, die da sind, lockert das Ganze auf. Wir haben hier unten eine ähnliche Farbe, wir haben das oben mit drin und so hat man einfach ein richtig schönes Gesamtkonzept. Und ich finde, das tut dem Calva Apfel gut, dass hier eine zweite Farbe quasi als Spielpartner mit drin ist. Viel davon kommt jetzt am Ende des Tages natürlich auch sowieso durch die Einrichtung. Dann kommt irgendwo ein Erinnerungsfoto von irgendeinem tollen Urlaub an die Wand. Dann sind da einfach so viele schöne Varianten, mit denen ihr das machen könnt, dass ihr da das Auto wirklich nach euren Wünschen gestalten könnt. Der Road Cruiser Revolution von Pössl ist einer von 2 Wohnwagen, die Pössl mit im Programm hat. Der zweite Wagen, den es gibt, ist sogar noch ein bisschen konsequenter auf große Menschen ausgelegt. Das ist der Road Cruiser XL. Dort habt ihr 2 mega lange Einzelbetten hinten drin, deutlich über 2 Meter auf der einen Seite.
Beim Revolution ist das Konzept zwar auch an große Leute, die gerne mehr Raumgefühl und Stehhöhe haben wollen. Hier geht es aber vor allem darum, dass wir mit dem elektrisch höhenverstellbaren Bett einfach sehr unterschiedliche Dinge verstauen können. Ihr könnt auf jeder Höhe, das Bett steht überall fest, könnt das auf jeder Höhe benutzen. Das heißt, wenn du jetzt nach unten tauchst, haben wir hier unter dem Bett einfach nochmal richtig viel Raum. Achso, muss ich aufpassen, es geht noch eine ganze Ecke weiter hoch, aber da müsste man die Polster oben zur Seite nehmen. Das heißt, man kann Fahrräder reinnehmen. Wir haben mal Urlaub im Revolution gemacht, da hatten wir ein Kinderbett hier unten einfach drin stehen. Da war meine Tochter noch so klein, dass sie ein Kinderbett gut gebrauchen konnte. Sohn vorne in der Sitzgruppe, wir beide oben im Bett und die Tochter im klassischen Kinderreisebett hier unten drunter. Es ist halt ein super flexibler, abwechslungsreicher Stauraum hier unten. Auf der Seite Wassertank und solche Sachen mit drin, auf der Seite hier Gaskasten und noch eine ganze Menge Stauraum. Das ist halt echt ein abwechslungsreiches Konzept. Vorsicht, dass ich die Kante passt das. Juhu, tschüss, wir sehen uns oben wieder. Was beide Autos, sowohl der XL als auch der Revolution gleich haben, ist das Raumbad in der Mitte. Das heißt die Nasszelle mit den 2 Lamellentüren. Die nehmt bitte die Füße hoch, Kinder. Das sind Sätze in jeder Familie die gleichen. Die beiden Lamellentüren, mit denen man eben Wohnen und Schlafen perfekt voneinander trennen kann. Wenn euch das Ganze gefällt, wir wollten euch hier ja vor allem den Eindruck geben, was verändert die Folierung innen und außen an dem Auto. Wir haben vom Revolution komplette, ausführliche Videos mit allen Maßen, Daten, Stehhöhe und so weiter. Die verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung und blenden das jetzt hier einfach nochmal mit ein. Dort könnt ihr euch alle Details auch mit dazu holen. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr über Folierung des Innenraums und die Folierung außen? Würdet ihr das für euer Auto genauso machen oder würdet ihr sagen, dann mache ich lieber was anderes? Erstmal wünsche ich euch schöne Grüße. Was für ein langer Tag. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.